Ich kann es einfach nicht ab. Und gerade beim Menschen, die Hunde und Katzen, die nimmt er mit ins Bett, reagiert seine Gefühle an ihnen ab. So, und die Schweine, Rinder, alle die Tiere, die man essen kann, die werden brutal in die Massentierhaltung einkaserniert und werden gequält. Und dann anschließend werden sie gegessen. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und dann das Maul aufmacht. Hier. Guck mal hier. Die großen. Ich bin Günter Gabers und wir befinden uns in Seebetal. Das ist 30 Kilometer südlich von Hamburg. Ich bin 66 Jahre alt und habe den Verein Lebenshof am Mühlenbach gegründet. Wir retten und pflegen Tiere, die niemand mehr haben will oder die geschlachtet werden sollen. Günter Gabers kümmert sich jeden Tag um seine Schweine, Kühe, Ziegen und Schafe. 7 Tage die Woche. Angefangen hat alles mit dem Heilandbullen Schmusi. Er haut immer die Pötte um hier, der Bursche. Der hat so eine komische Technik, ein paar Töpfe umzustoßen. Ja, Schmusi, der hat einen Menschen fast tot gemacht. Guckt doch seine Hörner an da. So, und dann wollten sie ihn erschießen. Und dann bin ich dazwischen gekommen eben. Auf seinem Hof will Günter den Tieren ein besseres Leben ermöglichen. Mit ihnen anfreunden will er sich aber nicht. Ich bin nicht der Typ, der da seine Gefühle an Tieren abreagieren will. Ne? Die sollen bloß, es geht um das Tierrecht, dass einem Tier, so wie es dem naturell entsprechend ist, dass sie so eben gehalten werden. Ich habe Beziehung zu Menschen, zu Freunden oder Freundinnen oder was weiß ich. Das ist ein Bock. Normalerweise werden diese Tiere, die werden Weihnachten geboren und zu Ostern als Osterlämmer dann schon geschlachtet. Dieser braucht sich keine Sorgen machen. Den kriegen wir nicht, der wird nicht geschlachtet. Nicht? Maggie, du bist ein ganz feiner hier. Ja, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ne? Ja, guck. Ne? Hat er darauf geantwortet. Ne? Aber generell ist das Ziel unseres Lebenhofes nicht zu züchten, das eben, um dann nicht weiter Tiere zu produzieren, die dann irgendwann, ja, wo man dann nicht mehr weiß, wohin damit. Ja, die ziehen wir auch noch mit groß, die paar hier. Zu fressen bekommen seine Tiere Gemüse und Obst, das sich auf dem Markt nicht mehr verkaufen lässt. Günter bekommt es geschenkt. Auch er selbst ernährt sich davon. Er ist ein veganer Rohköstler, kocht also nie. Oft schläft er bei den Tieren oder in seinem unbeheizten Bauwagen. Zeit für sich selbst bleibt ihm kaum. Tiere mal retten oder sie einfach eine Entscheidung treffen, ein Tier zu retten. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden hat man diese Entscheidung getroffen. Ne? Aber dann ein Leben lang für die Tiere zu sorgen, das ist knallharte Arbeit. Abends, wenn der Tag zu Ende ist, müssen die Tiere satt sein, zufrieden sein. Und dafür das ist mein Auftrag, meine Aufgabe. Wenn ich zufrieden bin, dann die Frage stelle ich mir nicht. Die ist für mich uninteressant, weil ich muss sehen, dass ich fit bin, diese Arbeit noch leisten kann, so lange wie möglich. Ich bin immer bescheiden gewesen und ich stelle mir auch nicht die Frage, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ich stelle mir die Frage, ob es den Tieren gut geht. Das ist viel wichtiger. Ne? Guck mal, das seht ihr doch, die sind von mir abhängig jetzt. Die brauchen Wasser. Ne? Günter kommt an seine körperlichen Grenzen. Die Arbeit wächst ihm über den Kopf. Er müsste die Zäune erneuern, das Dach flicken, das Schweinegehege umstrukturieren, die Kisten wegbringen, Angefangenes zu Ende bringen, aufräumen.
Ja, so ist das Leben. Der kalte Winter hat an seinen Kräften gezehrt. Der Sommer bringt neue Aufgaben. Er muss das Heu machen und die Schafe scheren. Und die Hüfte müsste operiert werden. Überfordert fühle ich mich noch nicht. Ich weiß, dass das grenzwertig ist. Ich muss was unternehmen, um einen anderen Zustand zu kriegen. Ich suche Leute, die das auch dann in dieser Form, genauso wie ich es mache oder annähernd, so weitermachen. Wenn du ein Stück Fleisch siehst in der Fleischtheke, das ist anonym, das Stück Fleisch. So, wenn du aber jetzt den Hergang dieses Stück Fleisches dir klar machst und hast Kontakt zu diesen Tieren, dass das Lebewesen sind und dass sie getötet werden, um dieses Stück Fleisch da in die Theke zu transportieren, dann möchte ich, dass die Menschen, sag ich mal so, Kontakt zu den Tieren kriegen, dass sie sehen, dass sie Gefühle haben, dass sie über Leid und Schmerz und auch über Wohlsein befinden können, also sowas Seelenähnliches haben. Das möchte ich zu den Menschen bringen, diese Nachricht, dass sie dann irgendwie letzten Endes das Fleisch mal boykottieren.